willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Tobi und heute zeige ich euch, wie ihr das Otoro-Ticket-System neu installieren könnt. Jetzt zuerst braucht man natürlich einen Server. Ich habe jetzt hier einen bei Hetzner gehostet. Könnte man sich natürlich auch ganz leicht einen neuen Server erstellen. Und also wichtig ist, dass beim Betriebssystem würde ich Ubuntu empfehlen und hier bei der CPU dann mindestens 4 GB Arbeitsspeicher. Ja, ich habe den Server schon erstellt. Als nächstes solltet ihr euren Domain-Server einstellen, dass ihr eine richtige Subdomain habt, die ihr haben wollt. Dafür eine komplett neue Domain. Ich habe jetzt hier ein Error-Cat erstellt für meine Domain, die ich schon habe, und hier die YouTube-Installations-Subdomain genommen. Hier schaut bei DNS-Checker, kann man sehen, euroinstallationssoftware.de ist mit der IP, also alles richtig. Genau. Jetzt PuTTY. Hier habe ich schon meine Verbindung schon eingestellt. Verbinden. Der Benutzername ist root und ist der Standardbenutzer. Manchmal ist es natürlich auch ein anderer Standardbenutzer. So, jetzt zuerst müssen wir ein paar Pakete installieren. Und zwar erstmal müssen wir das System abdecken. Dauert bei einem neuen Server etwas länger. Ich habe hier den Befehl bereits ausgeführt, deswegen ging das jetzt so schnell. Und zwar geht es eben um den Source Code von Otoro herunterzuladen. Und Docker ist dann, um die Docker-Container zu erstellen und in den Docker-Containern das Otoro-Ticket-System laufen zu lassen. Mit Docker Compose werden die Docker-Container gestartet und gemanagt. Ja, alles da, das ist nur um Tests zu machen und prüfen, ob Webseiten funktionieren. So, jetzt die ganzen installieren. Ich habe das davor schon gemacht, deswegen ging das jetzt so schnell. So, jetzt müssen wir auch erstmal noch Docker im System aktivieren. systemctl enable Docker, damit Docker auch beim Systemneustart gestartet wird. So, jetzt können wir hier, kommt die entscheidende Frage, welche Otoro-Version wir nutzen wollen. Und da schaut man am besten auf den offiziellen GitHub von Otoro. Hier die Otoro Docker. Kann man bei den Branches die verschiedenen Hauptversionen sehen und bei den Tags alle Unterversionen. Nächsten Schritt müsst ihr eine von diesen Unterversionen auswählen, die ihr installieren wollt. Also entweder eins von den Tags oder eins von den Branches. Dadurch, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die Version 11 noch in der Beta ist die Version 10.1 die neueste. Und deswegen werde ich die installieren. Erstmal müssen wir in den Ordner wechseln, in den wir Otoro installieren wollen. Dafür nehme ich den Hauptordner, man kann auch jeden anderen Ordner nehmen. Das ist nur Konventionssache. So, jetzt klonen wir eben Otoro Docker Git. Hier bei Branch, hier geben wir die Version ein. Also den Branch beim Tag. Also hier könnte man auch eingeben, wenn man Wissen mehr hat. So, jetzt klonen wir das Ganze. Auf dem Klon werden wir hoffentlich den neuen Ordner. Genau, sehen wir hier Otoro Docker ist der Ordner. Wenn wir reingehen und reinschauen, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema. Hier sieht man die ganzen Docker Compose Env
Templates. Und dafür müssen wir uns jetzt eine Vorlage auswählen. Müsst ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr HTTP oder HTTPS wollt. Für erhöhte Sicherheit nehme ich jetzt HTTPS. Dazu einfach die Datei kopieren in die .env-Datei. Env-Datei ist eben für Autogo eine wichtige Datei mit Einstellungen. So, können wir jetzt in die Env-Datei reinschauen. Und zwar müssen wir da auch Änderungen durchführen. Eine wichtige Sache ist, das Passwort zu ändern. Dafür nehme ich dieses Passwort. Also hier Autogo DB-Passwort. Das ist dann eben für die Datenbank, zum Beispiel für die neue DB-Datenbank. So, gut, Benutzer das Passwort. So, speichern. Und dann haben wir das. So, jetzt müssen wir SSL einrichten. Dafür zeige ich kurz, wie man ein neues SSL-Zertifikat bekommt. Also wir haben hier in der DNS schon unsere Subdomain eingestellt und wir wollen jetzt eben für diese Subdomain ein SSL-Zertifikat haben. Dafür holen wir uns ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt mit dem Setbot-Tool. Das ist eben extrem einfach. Erstmal müssen wir uns Setbot installieren. So, danach only alone. Genau, hier E-Mail-Adresse zustimmt. E-Mail zu erhalten will, muss man den Domainnamen eingeben. Sollte man sich nicht vertippen. Turbo-Installation. .de. So, anscheinend hat es funktioniert. Hier oben wird der Ordner angezeigt, in dem die Dateien jetzt liegen. Genau, dafür nehme ich jetzt WinSCP. Zwar um die Dateien zu sehen, die auf dem Server sind. Hier importiere ich mir jetzt einen Verbindungsstil von PuTTY. Und zwar turboinstallationssoftware.de. Melde ich mich da an. Root-Benutzer. Sehen wir unser Verzeichnis auf dem Server. So, jetzt habe ich gesehen, das SSL-Zertifikat ist etc-Ordner. Dann unter Let's Encrypt. Dann unter, genau, hier sind die